Hallo und willkommen zu dieser Tarotkartenlegung. Ich schaue jetzt für euch, warum ein bestimmter Mann in deinem Leben war. Es können hier aber auch mehrere Männer erscheinen. Es gilt wie immer, filtert für euch selbst. Ich schaue mit dem Licht- und Schatten-Tarot. Das ist hier also wieder eine Analyse. Also einen Mann musstest du auf jeden Fall verlieren, damit du dir mehr bewusst geworden bist, was du an einem Ehemann nicht haben möchtest. Das ist einer gewesen, den du auf jeden Fall heiraten wolltest, ja, entweder auch nur in den Gedanken, wahrscheinlich am meisten von allen Männern aus der Vergangenheit. Oder es kann auch einer gewesen sein, ja, mit dem du schon ein bisschen weitergegangen bist. Vielleicht, dass du mit ihm zusammen gewohnt hast oder dass du verlobt warst oder dass ihr zumindest in der Beziehung vom Heiraten schon gesprochen habt. Ja, also hier war es wirklich nötig, auf diesen einen nicht so passenden Mann zu treffen, damit du dann, wenn du wirklich heiratest oder vielleicht auch nochmal heiratest, gefestigter bist. Ja, damit du eigentlich selbst geschützt bist und im Endeffekt nicht einen Mann an deiner Seite hast, der dich womöglich sogar unglücklich machen würde. Ich habe hier auch einen Mann, da ging es wahrscheinlich heiß her, ja, da ging alles sehr schnell. Und hier war sehr viel Sympathie, hier war aber ein bisschen vielleicht mehr freundschaftliches Gefühl im Vorschein also im Vordergrund als die Liebe oder das Verliebtsein. Das könnte auch jetzt nur von ihm ausgegangen sein. Ja, auf diesen Mann ist diese Aussage bezogen und der ist hier weg. Ja, also er ist vielleicht weggezogen, er hat eine lange Reise gemacht und ist nie zurückgekommen und ja, er war dann einfach weg. Das ist hier dieser Mann. Wirst du von ihm vielleicht nicht wissen, aber das ist ein Mann gewesen, der vielleicht zu besitzergreifend gewesen ist. Nicht jetzt unbedingt, ja, nicht jetzt auf dich, auf einen Menschen bezogen, sondern auf Objekte bezogen. Ja? Dass er nicht gewillt gewesen wäre zu teilen. Zum Beispiel sein Einkommen mit dir zu teilen. Ja? Der ist zumindest damals in der Energie gewesen, dass er nicht, was das Finanzielle betrifft, Ehemannpotenzial gehabt hätte. Und hier habe ich einen, in den du spontan verliebt warst. Ja. Also manche Aussagen können auch auf denselben Mann zutreffen. Ja. Dann habt ihr mehrere Infos. Das sage ich jetzt auch noch zwischendurch hinzu. Und bei dir war es hier spontane Verliebtheit und er wollte dich nicht so sehr oder vielleicht auch gar nicht, als ob er
hier mit seinen Aussagen geschwankt hätte und du warst dir dann unsicher, was will er denn jetzt eigentlich? Ja, warum verhält er sich so komisch? Warum kann er sich nicht einfach für oder eben gegen mich entscheiden? Ja, was soll das? Und bei dem Mann war einfach die Anziehung dir gegenüber nicht so stark. Das ist auch so ein bisschen von oben geleitet gewesen, damit du nicht mit ihm zusammenkommst. Ja, hier war wahrscheinlich gar keine Beziehung, Maximum eine Affäre, aber wahrscheinlich auf die wenigsten hier zutreffend. Der hätte dir dein Leben erschwert. Also da, bei diesem kannst du auch froh sein, dass da nichts daraus entstanden ist. Er hätte dir dein Leben erschwert, weil er einfach eine zu schwierige Person gewesen wäre, also ein zu schwieriger Mann in einer Verbindung. Ja, hier habe ich ja so eine harte Energie, besitzergreifend, vielleicht auch auf die Frau bezogen und sehr, sehr bestimmend. Okay, dann habe ich hier einen Ex. Da ging es im Streit auseinander und da gab es auch viele, viele Streitigkeiten. Ja, also der hat dich, Neun der Kelche ist für mich hier verdreht, der hat dich fast, mir kommt hier der Ausdruck rein, ins Unglück gestürzt. Also bei manchen geht es wirklich bis dorthin. Gewisse Aussagen, wie ihr wisst es, in Tarotkartenlegungen sind so Graustufen, ja, also oft, meistens, wenn was genannt wird als Filter, dann ist das das Extremste, was auf einige zutreffen kann. Und von dem konntest du aber nicht so einfach loslassen, weil du hier sehr stark verliebt warst. Aber das war wirklich nur die rosarote Brille, das war hier wirklich nur ein Verliebtsein, ja. Also da hätten die Charaktere gar nicht gepasst, aber ich schaue mal, warum er in deinem Leben war. Also was dann eigentlich der Sinn war, warum er überhaupt da war. Ja, nicht nur, weil es nicht geklappt hat, sondern weil du dir mit ihm nicht eben etwas Positives aufbauen hättest können. Also der hat das Potenzial dafür nicht gehabt. Da haben die Charaktere überhaupt nicht harmoniert. Auch hier spüre ich eine schwierige Persönlichkeit seitens des Mannes. Und also das war der Grund, warum es nicht funktioniert hat. Aber warum war er dann überhaupt da? Weil das, hier spüre ich jetzt keinen Sinn. Oh, Königin der Schwerter. Ja, auch, selbst wenn das jetzt nur, wie soll ich das sagen, ein einzelnes Persönlichkeitsmerkmal gewesen wäre, weißt du jetzt von diesem Persönlichkeitsmerkmal, von diesem Mann, so einen lasse ich nicht mehr zu. Ja, zum Beispiel, es wird bei einigen schon was Spezifisches sein, ja, aber wenn es jetzt nur um Streitigkeiten geht, dass du sagst, okay, sobald ich mit dem Mann häufig streite, sobald die Beziehung beginnt, ist es vorbei, weil das nicht gut für mich ist. Das hatte ich schon mal, ja. Auch hier hast du gelernt, ja. Und nur wenn wir lernen und strenger werden als Frauen und unsere Prinzipien entwickeln, dann können wir auch aussortieren, welcher Mann nicht zu uns passt, welchen Mann wir nicht wollen vom Charakter her, um dann so lange und so gut auszusortieren, sodass wir auch wirklich dann nur den für uns optimalen annehmen, ja, sodass wir uns selbst nicht unglücklich machen. Okay. Ah, ich bin zu weit unten. Aber ich kann die Karten nicht weiter nach oben legen. Sonst sehe ich sie nicht mehr. Sonst sind sie mir zu weit weg, ja, dass ich da auch wenn ich meine Karten kenne, so dass ich die Energien wahrnehmen kann.
Hier war auf einmal kein Kontakt mehr, also muss jetzt nicht plötzlich gewesen sein, obwohl du hier diesen einen Mann gut kanntest, ja, und nur von deiner Logik her gesagt hast, warum müssen denn diese ein oder zwei Sachen, umgangssprachlich, ja, nicht stimmen, nicht passen, warum, weil sonst passt ja alles, sonst hätte alles wunderbar sein können, ja, nur wegen diesen ein oder zwei Umständen, die waren, können wir nicht zusammen sein oder sind wir nicht zusammengekommen, ja. Das ist halt, weil sonst hättest du gesagt, war alles harmonisch, hätten wir zusammengepasst, hätte er mein Ehemann werden können, ja, aber wegen so ein oder zwei, ja, Umständen, mein Umstand ist nicht nur eine einzelne Sache, Fakten, ich sage halt Fakten, weil das ist etwas, das ist nun mal so gewesen, ging es nicht weiter, ja, und das ist sehr schade. Okay, was war denn da der Sinn dann? Oh. Bei einigen kann es sein, dass das wirklich so Schicksal war, ja, im Sinne aber auch die Einsicht, selbst wenn nur eine einzige Sache, nenne ich es wieder mal, nicht passt, ja, dann sollte auch ein Mensch immer akzeptieren, dass es nun mal im Moment nicht der richtige Zeitpunkt war. Wenn ihr wirklich harmoniert, ja, energetisch harmoniert, ja, dann werdet ihr zusammenfinden. Und wenn der Mann, wenn sich das gelöst hat, wenn diese Umstände nicht mehr vorhanden sind, wenn der Mann eine Lösung dafür gefunden hat, ja, dann wird er zu dir zurückkommen, wenn die Anziehung stark genug war und er dich immer noch will. Und wenn es etwas ist, das er nicht ändern kann, ja, dann ist es nur einfach möglich, das nun mal zu akzeptieren, dass ihr daher nicht zusammen sein könnt, ja, weil du das sagst, wir können nur deswegen nicht zusammen sein. Das ist eben auch so eine Erkenntnis dann gewesen, ja. Wenn der Mann wirklich stark genug will, dann löst er ein Problem, sofern es möglich ist, damit er mit der Frau zusammen sein kann. Wenn das aber nicht möglich ist, ja, dann reicht ein einziger Fakt, ein einziger Umstand, um zu akzeptieren, es passt nicht, ja. Einfach diese Erkenntnis, weil es auch vergleichbar ist mit, ich weiß nicht, es passt alles und er ist zum Beispiel ein Dieb und für dich ist das unmoralisch und du denkst dir, wenn er nur kein Dieb wäre, dann würde ich ihn wollen, ja, aber das gehört zu ihm, das gehört zum Gesamtbild und daher möchtest du ihn nicht und passt es nicht. Auch wenn dieser eine Umstand und dieser eine Fakt vielleicht etwas komplett Sachliches ist und du dir denkst, also, und er nichts dafür kann und es nicht zu ändern ist, ja. Ja, aber es existiert nicht umsonst. Vielleicht hat es auch etwas damit zu tun, dass er ein Karma austragen muss. Und wenn du sagst, aufgrund dieses Umstandes möchtest du nicht oder kannst du nicht, dann hast du das ja auch für dich entschieden. Dann hast du dich da auch für dich entschieden, dass du sagst, so einen Mann nehme ich nicht an, wenn das und das nicht passt. Oder wenn das und das passiert ist, dann hast du dich ja auch für dich entschieden. Dadurch wirst du ja auch stärker und strenger. Auch wenn er nichts dafür kann oder wenn es dir so vorkommt, dass er im Moment nichts dafür kann. Ja, also du akzeptierst zum Beispiel, dieser Umstand ist so, aber egal warum, wenn dieser Umstand so ist, dann kann oder will ich mit dem Mann nicht zusammen sein. Also einerseits das Akzeptieren von so etwas und dann die Entscheidung deswegen zu treffen, ich kann oder will mit ihm nicht zusammen sein. Das festigt auch. Also auch eben für die zukünftigen Männer, wenn nur irgendetwas nicht passt, wenn irgendetwas nicht stimmt, dann nehme ich ihn nicht an.
passt eigentlich auch ganz gut wieder die Königin der Schwerter dazu. Okay, schauen wir weiter. Gut, das ist hier wahrscheinlich ein Mann gewesen, bei dem es finanziell nicht gepasst hat. Vielleicht hat er von dir gestohlen, vielleicht war er sogar ein Dieb. Jetzt erscheint das Beispiel von vorhin. Oder er hat dir zu wenig geboten. Und das hat dann auch etwas mit dem Geld oder mit etwas Materiellem zu tun gehabt. Hier hast du mit ihm höchstwahrscheinlich lange genug Geduld gehabt. Du hast ihn lange genug beobachtet. Und im Endeffekt wollte er sich nicht für dich ändern. Ja, auch hier, ich lege zur Sicherheit eine Karte. Ja, es ist gescheitert natürlich und vielleicht bist du von ihm quasi hier weggestoßen worden. Ja, du wolltest gar nicht, dass es endet. Weißt aber hoffentlich jetzt, dass es so gut war, weil es nicht gepasst hätte, weil er dir nicht gepasst hätte. Und dass du auch in Zukunft, genauso wie beim vorherigen Mann, den ich genannt habe, so einen Mann sofort nicht mehr annimmst. Ja, dass du vielleicht nicht so lange geduldig bist, dass du nicht so lange grübelst, dass du ihm nicht immer wieder eine Chance gibst, ja. Sondern dass du sagst, sowas dulde ich nicht und wenn er das gleich beim nächsten Treffen oder wenn er sich wieder meldet, nicht geändert hat, dann hat er keine Chance mehr, ja. Weil du verschwendest ja auch deine Lebenszeit damit, wenn du darauf wartest, bis der Mann sich bessert, ja, oder dir anpasst. Vor allem, wenn es um etwas Moralisches geht, wo du wirklich sagen kannst, das ist da vor allem selbstverständlich, dass ich mir erwarte, dass er sich da ändert. Dann habe ich hier einen Mann, der bereits verheiratet war. Das hast du wahrscheinlich nicht sofort gewusst. Ich habe hier auch die Energie, er hätte es mir wahrscheinlich nie freiwillig gesagt, ja. Bei einigen kann es auch sein, dass er es gesagt hat und dann versucht hat, Mitleid zu bekommen. Also es wird ja immer empfohlen, sobald die Frau erfährt, dass der Mann noch verheiratet ist, egal mit welcher Ausrede, auch wenn er sagt, die Ehe existiert nur mehr am Papier, dass sie zu ihm sagt, zeig mir bei unserem nächsten Treffen die Scheidungspapiere, dann darfst du mich weiterhin sehen. Denn das Problem ist, selbst wenn das stimmt, kann es sein, ja, auch wenn er das Gegenteil behauptet, dass er eigentlich die Frau betrügt. Und selbst wenn du diesen Mann irgendwann heiraten würdest, kannst du dann dir nie sicher sein, ob er dasselbe mit dir macht, wenn du seine Ehefrau bist, ja, dass er dir vorlügt, alles ist okay, und dann trifft er sich eigentlich schon mit einer anderen, um dann direkt von dir auf sie überzugehen und um dich abzuschreiben, ja. Es ist einfach moralisch nicht korrekt und indem du das forderst, ja, erziehst du ihn gleich moralisch. So nicht. Lass dich zuerst scheiden, regle dein Leben und dann darfst du dich erst um eine neue Frau bemühen, um eine andere Frau bemühen. Hier hat ein bisschen die Einsicht, also hier waren es wahrscheinlich das ist wahrscheinlich sehr leichtgläubigen Frauen passiert und die haben erfahren müssen, halt auf diese harte Art und Weise, dass nicht alles so rosig und so schön und so bunt ist auf diesem Planeten, ja, dass es immer wieder Menschen gibt mit dunklen Geheimnissen. Das war hier so ein bisschen eine Erkenntnis oder eine versuchte Lehre von oben, etwas genauer hinzuschauen bei Männern und nicht alles zu glauben, was sie sagen, und auch wenn er noch so super den Hof macht, ja, und charmant ist, sich immer bewusst zu sein, ich kenne ihn aber noch nicht wirklich, und selbst wenn, ich dann sich, um sich zu denken, ich kenne ihn aber noch nicht ganz. Ja, es kann immer wieder noch etwas hervorkommen, das ein böser Schreck für mich sein könnte. Das ist immer möglich. Ja, also ein bisschen mehr Augen auf und nicht zu glauben,
dass an einem Menschen alles positiv ist, nur weil bisher alles positiv war. Und als ob das eine Bestätigung sein könnte, dass dann nicht irgendwas Negatives doch noch dabei ist. Also für dich selbst negativ. Ja, was für dich negativ ist, muss für eine andere Frau nicht negativ sein, zum Beispiel. Ja, ja, manche Frauen lieben zum Beispiel Männer, die alles genau analysieren, die Denker sind, die philosophisch sind, ja, und anderen Frauen geht das auf die Nerven, das ist für die dann eine schlechte Charaktereigenschaft, also sowas zum Beispiel. Ja, also hier, ja, um dich zu festigen, damit du genauer prüfst und damit du ohne einen Schrecken in deine Ehe oder zukünftige Ehe gehen kannst. Ja, 4 der Stäbe, Karte der Ehe. Ja, weil ansonsten, wenn du diesen Mann geheiratet hättest, dann wäre im Endeffekt die Ehe mit einem Schrecken geendet. Oder ein Mann danach. Ja, also hier hast du bereits eigentlich gelernt. Ja, aber vielleicht fühlt es sich emotional schlimmer an, als dass du das Sachliche in den Vordergrund rückst und sagst, ja, das war mir diese sachliche Lehre, ne? Jetzt weiß ich es besser. Aber es war halt so, vielleicht ist hier das Gefühl, wie kann das Schicksal es nur so böse mit mir meinen? Ja, warum hat es mir denn diesen Mann geschickt? Warum hat es mir denn keinen Mann geschickt, der nicht verheiratet war? Ja, damit du in Zukunft genauer prüfst und nicht gleich zu positiv eingestellt bist. Das heißt nicht, dass du negativ eingestellt sein müsstest, aber zumindest neutral. Okay, ja, da brauchen wir noch welche. Noch welche Aussagen. Und noch ein paar Männer oder mindestens einen. Mindestens einen, schauen wir mal. Hier konnte eine Affäre nicht in eine Beziehung umgewandelt werden. Ja, du konntest diesen Mann nicht überzeugen, dass er mit dir eine feste Beziehung hat und nur mit dir, ja, und dir quasi treu bleibt. Das ging nicht. Hier war nichts Größeres dahinter. Das ist die Biologie des Mannes, ja. Das ist hier für dich mühselig, das zu verstehen, das zu akzeptieren, höchstwahrscheinlich. Ja, vielleicht weißt du es ja schon oder du erfährst es jetzt. Aber Intimität ist das Höchste, was ein Mann von einer Frau bekommen kann. Sobald er diese erreicht hat, bemüht er sich nicht mehr um die Frau oder bemüht sich weniger, ja, und dann kann keine seelische Verbindung miteinander aufgebaut werden, das kann nicht in eine gesunde Beziehung übergehen. Und ein Mann ändert auch nichts, was funktioniert, ja, wenn der schon Intimität bekommt, hat er keinen Grund, eine Beziehung oder Ehe einzugehen. Außer die Frau droht ihm vielleicht, ja, sonst verlierst du mich, ja, sonst mache ich mit dir Schluss, sonst ziehe ich aus. Dann gehen Männer manchmal darauf ein, ja, damit sie weiterhin Intimität bekommen von dieser Frau. Aber so richtig freiwillig eine Beziehung eingehen, ich meine, ich schaue nicht gern auf Beziehungen, weil das ist eigentlich auch, für uns ist es normal, aber für unsere Psyche ist es nicht gut, denn das ist immer so ein Stadium der Unsicherheit. Sicher kann sich eine Frau nur fühlen, wenn sie Single ist und nicht intim ist mit Männern oder wenn sie glücklich verheiratet ist. Wenn alles komplett stabil aufgebaut wurde und sie sich nicht fragen muss, liebt er mich? Wie sieht er mich wirklich? Ja, wenn sie sich seiner sicher ist.
Ja, aber in einer Beziehung wird er vielleicht einwilligen, wenn er sonst keine Intimität bekommen würde. So. In einer Ehe willigt er nur ein, oder die schlägt er nur vor, es soll ja von ihm kommen, ja, sonst ist es ja aufgezwungen. Sonst hat er sich ja nicht freiwillig für die Frau entschieden. Aber bei einer Beziehung ist das Problem, er kann ja jederzeit Schluss machen. Aus einer Ehe kommt dann vielleicht nicht so leicht raus. Und deswegen, weil das eben so viel Verantwortung ist, ja, und so das Endgültige ist, so ab jetzt nur noch diese Frau und sonst keine, willigt ein Mann nur in die Ehe auch ein, wenn es ihm aufgezwungen wurde, ja, wenn er sich dazu genötigt fühlt, denn ansonsten ist Schluss. Ja, ich habe da mal was gesehen, da hat in irgendeiner Reportage die Frau, die hat mit dem Mann wahrscheinlich zusammen gewohnt, sich schon das Brautkleid gekauft, bevor er ihr den Antrag gemacht hat und dann im Fernsehen gesagt, ja, ich warte nur mehr darauf, bis er mich fragt. Ja, was wird er denn wohl machen, damit sie ihm nicht wegläuft und Schluss macht? Oder ihn raushaut oder sie zieht aus. Ja, natürlich, aber das ist dann immer ein Aufzwang. Freiwillig fragt er die Frau nur, wenn er keine Intimität bekommen hat vorher, wenn er keine Beziehung vorher mit ihr bekommen hat und wenn er weiß, es gibt sie nur für die Ehe und wenn er sich in sie verliebt hat und wenn er sie wertzuschätzen weiß. Und das passiert per Hofmachen und per Charakter kennenlernen. Und diese Zeit, dieser Aufbau bis zur Ehe wird empfohlen, mindestens ein Dreivierteljahr. 1 bis 2 Jahre sind auch völlig okay. Ja, und da können sich auch beide auf eine gesunde Weise ineinander verlieben. Und selten kommt es vor, dass das nicht passiert. Und es gibt Frauen, die geben aber eben Intimität, damit der Mann nicht davonläuft. Aber er bindet sich nicht dadurch. Und selbst wenn sie mit ihm intim ist, wird er mit anderen auch intim sein. Selbiges, wenn sie nicht mit ihm intim ist. Ja? Ein Mann hat immer Sex, ob mit sich oder mit anderen, anderen Frauen, das ist egal, aber er bindet sich nicht dadurch. Und das müssen die Frauen verstehen, dass das die Männer strikt trennen. Also Männer trennen Frauen in Frauen für Sex und Frauen für Beziehung. Ja, Frauen, die ein bisschen schwerer zu haben sind, die nicht leichte Damen sind. Ja, das heißt, wenn ihr einen Mann platonisch kennenlernt, wird er mit anderen Sex haben, aber er bindet sich nicht dadurch. Und erst wenn er sich verliebt, wenn er sich in den Charakter durchs Hofmachen, nicht in die Frau, mit der er Sex hat, nein. Und ich sage jetzt so, wenn er sich in dich dann verliebt und wenn er dich wertzuschätzen weiß, ja, wenn diese 2 Komponenten vorhanden sind, meistens reicht schon die Verliebtheit, dann will der mit anderen gar nicht mehr. Dann hätte der sogar ein schlechtes Gewissen, aber darum geht es nicht mal. Aber normalerweise ist es so, ja, sobald die Kennenlernphase hört auf, wenn beide den Charakter gegenseitig richtig gut kennengelernt haben und wenn der Mann sich verliebt hat. Und wenn er die Frau schon ausreichend wertzuschätzen weiß, das geht oft Hand in Hand. Und dann sollten auch beide keine anderen Menschen mehr treffen. Ja, dann sollte da quasi schon eine Treue sein und das hält dann der Mann aus, wenn er verliebt ist. Ja, dann dauert es vielleicht noch ein paar Monate bis zur Ehe. Weil ich sage mal es dauert eben 6 bis 10 Monate, bis sich der Mann in die Frau verliebt. Ja, das heißt frühestens nach 6 Monaten, wenn ihr euch oft genug trefft, dann fängt die Beziehungsaufbauphase an. Und wenn wir jetzt von 9 Monaten Minimum ausgehen, heißt das, die dauert 3 Monate. Ja, das reicht auch. Es dauert natürlich viel länger und ist auch viel wichtiger, den Charakter in der Kennenlernphase kennenzulernen, als dann nachher das bisschen abzuklären, wo wollen wir leben, wie wollen wir leben und so weiter. Ja, das ist dann eher so das Arrangement des Wohnens sozusagen. Ja, und vielleicht auch ein bisschen so auf den Termin beim Standesamt warten, weil sobald der Mann sich richtig verliebt hat und er weiß, die
es gibt die Frau nur für die Ehe, die bekomme ich sonst nicht, ja. Und wenn er sich verliebt hat, dann will er auch nur mehr die eine, ja, wenn er sich richtig verliebt hat. Das ist das gesunde Verliebtsein, gleichzustellen mit Liebe. Beim Mann gibt es ja keine spontane Verliebtheit, das haben ja nur die Frauen. Dann macht er der Frau freiwillig einen Antrag und nur dann ist es eben freiwillig und hat er sich für sie entschieden. Und dann hat er bis dahin um sie gekämpft. Und dann weiß er, dass sie schwer zu haben war. Dann weiß er, dass sie anspruchsvoll ist. Und dann wird er sich auch in der Ehe weiterhin um sie bemühen und nicht locker lassen und sie nicht betrügen. Und wenn das nicht so gesund aufgebaut worden ist und der Mann sich ausreichend an die Frau gebunden hat, hat die Frau niemals eine Garantie, dass er sie nicht betrügt. Ja, also 100% gibt es sowieso keine Garantie, aber je besser die Verbindung oder Ehe eben am besten aufgebaut wurde, desto mehr kann sich die Frau sicher sein, woran sie bei ihm ist, und dass er sie nicht betrügt und dass er sie richtig liebt. Ja, und dann tut er auch für sie etwas und dann wird es nicht passieren, dass beide so nebeneinander herleben. Okay, aber wir waren eigentlich gerade wieder bei einem anderen Mann. Also Affäre konnte nicht in die Beziehung gemacht werden. Und hier war jetzt nur die Erkenntnis wichtig, das, was ich gerade gesagt habe über die Biologie des Mannes. Ja. Für diejenigen, die es noch nicht gewusst haben. Oh, schon über eine halbe Stunde, wie die Zeit vergeht. Ich wollte gar nicht so lange schauen. Aber gut, ich lasse jetzt da vom letzten Mann, den ich hier jetzt aufgezählt habe, das gleich als allgemeinen Ratschlag stehen, ja, also Wissensweitergabe. Ich muss auch sagen, in Relation bei dem letzten Video bezüglich Klicks und Likes waren es sehr, sehr wenig Likes. Ich gehe davon aus, dass es bedeutet, dass es nicht so wertgeschätzt wird, wenn ich mein Wissen weitergebe, ja. Kommt mir so vor. Und deswegen schaue ich ab jetzt mal eine Zeit lang, ob das vielleicht besser ankommt, wenn ich in den Legungen jetzt, ich sage mal, nur das Minimum am Wissen weitergebe und diesen Input von mir und ansonsten wirklich die reine Deutung mache. Ja? Vielleicht kommt das besser an, weil wenn es einfach, weil wenn es einer von euch gefällt, dann gibt sie mir ja einen Daumen nach oben, auch wenn sie nicht resoniert. Ja, davon gehe ich mal aus. Und wenn das nicht so beliebt ist, dann ganz ehrlich kann ich mir auch die Zeit ersparen, dass ich dann nicht so viel Zeit investiere, denn es waren letztens 2 Männer, ein Auswahlorakel und hat 1 Stunde gedauert, ja. Okay. Also, allgemeiner Ratschlag war hier schon dabei. Für diejenigen, die jetzt noch vorgespult haben, was ich nie empfehle, spült zurück, bis ich das Asterstäbe hier hinlege. Ja, dann fängt der allgemeine Ratschlag an. Okay, dann wünsche ich euch alles Gute, noch einen schönen Tag oder Abend. Macht es gut und bis bald.